Mein Name ist Daniel Grossmann, ich bin der künstlerische Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich. Der Komponist Paul Ben-Chaim wurde unter dem Namen Paul Frankenburger 1897 in München geboren. Was es mit dem Namen auf sich hat, darauf komme ich später zu sprechen. Der Vater kam aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen, heiratete aber die Tochter eines jüdischen Bankers. Und mit der Mitgift eröffnete er eine Rechtsanwaltskanzlei und zum anderen unterstützte er seinen Bruder bei der Gründung der Fahrradfabrik Victoria. Der Bruder wurde sehr schnell Multimillionär durch diese Fahrradfabrik, die tatsächlich bis heute existiert. Sein Vater Heinrich hatte als Rechtsanwalt auch sehr, sehr großen Erfolg. Das zeigt sich darin, dass sie in der Münchner Innenstadt ein Haus bewohnten, das übrigens immer noch existiert. Dieses Haus hatte angeblich 40 Zimmer. Der Vater war auch Vizepräsident der jüdischen Gemeinde in München und Professor an der TU. Das waren also die Umstände, in der Paul Ben-Chaim geboren wurde. Der Vater war tief religiös, war allerdings kein praktizierender Jude, ein wichtiger Einfluss für das weitere Leben von Paul Ben-Chaim, der entgegen dem, was bei ganz vielen anderen jüdischen Komponisten zu finden ist, relativ viele jüdisch-religiöse Werke später komponierte. Er war ein sehr kränkliches Kind, was sich daran zeigt, dass er erst in der 4. Klasse der Grundschule begann, überhaupt eine Schule zu besuchen, wo auch prompt festgestellt wurde, dass er vollkommen unmusikalisch ist. Dennoch bekam er Violinunterricht, wahrscheinlich wegen dem bürgerlichen Elternhaus, wo sich erstaunlicherweise dann doch herausstellte, dass er ein absolutes Gehör hat. Das bedeutet, dass wenn er einen Ton gehört hat, konnte er feststellen, welche Tonhöhe dieser Ton war. Mit 13 begann er dann auch erste Lieder zu komponieren, die er zusammen mit seiner Schwester, die eine begabte Sängerin war, bei Familienfesten aufführte. Direkt im Anschluss an sein Abitur begann er dann ein Kompositionsstudium in München an der Musikhochschule. Das musste er dann allerdings 1916 abrupt unterbrechen. Sein Bruder war tragischerweise in der Schlacht von Verdun gefallen und er selbst nur wenige Wochen später zum Militär einberufen. Und tatsächlich kämpfte er 2 Jahre lang als Soldat im Ersten Weltkrieg. Kehrte dann nach München zurück, beendete sein Studium und es folgte nun eine relativ erfolgreiche Phase als Dirigent, der an der Bayerischen Staatsoper als Chordirigent begann und diese Phase setzte sich dann fort in Augsburg, zunächst als Kapellmeister, er stieg immer weiter auf. 1929 dirigierte er dann sogar Aufführungen des Opernhauses bei den Salzburger Festspielen. Abrupt wurde diese Phase unterbrochen 1931. Er wurde von einem Tag auf den anderen entlassen. Es ist anzunehmen, dass das mit dem aufkeimenden Antisemitismus zu tun hatte, umso mehr, als dass er in den folgenden Jahren keine Anstellung fand und sogar der Vater, der mittlerweile sein großes Vermögen in der Weltwirtschaftskrise der 20er Jahre verloren hatte, ihn finanziell unterstützen musste. Nun wandte er sich wieder verstärkt der Komposition zu. Als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen, beschloss er sofort zu emigrieren und emigrierte nach Palästina. Dort änderte er auch seinen Namen von Paul Frankenburger in Paul Ben-Chaim, eine sehr gängige Praxis in Israel bei Emigranten, die Namen den landestypischen Namen anzupassen. Ben bedeutet Sohn und Chaim ist die hebräische Version von Heinrich. Er nannte sich also fortan Paul, Sohn des Heinrich. In Israel fand er relativ schnell Anschluss. Er kümmerte sich sofort darum, dass er Musikunterricht geben konnte. Er lernte auch die Landessprache, durchaus untypisch bei Emigranten, und lernte dann 1939 ein ganz entscheidender Einfluss, die Sängerin Bracha Sephira, kennen. Das war eine Sängerin, die eine sehr, sehr große Ausstrahlungskraft wohl hatte und sehr viel als Solistin auftrat, eigene Programme machte und die begleitete er als Pianist.
Bracha Sefira war schon mit 3 Jahren Waise geworden, wurde von einer jemenitischen Familie aufgenommen, kam dort mit der Musik der orientalischen Juden in Berührung und das war die Musik, die ihren Stil prägte. Und mit ihrem Stil beeinflusste sie nun auch Paul Ben-Chaim, der diesen orientalischen Einfluss in seine Musik aufnahm und damit so etwas wie einen israelischen klassischen Musikstil prägte, den man mediterranen Stil nennt. Anfang der 40er Jahre hatte er dann auch zunehmend Kompositionsschüler und prägte tatsächlich eine ganze Generation israelischer Komponisten, die heute sehr berühmt sind. Noam Sherif oder Zvi Avni sind nur 2 dieser Namen. Er hatte nun auch international Erfolg als Komponist. Das zeigt sich darin, dass er 1957 mit dem wichtigsten israelischen Kulturpreis, dem Israel Prize, ausgezeichnet wurde und 1959, er selbst nannte es den Höhepunkt seines Lebens, wurde seine Symphonie des Sweet Psalmists of Israel von Leonard Bernstein mit dem New York Philharmonic Orchestra in der Carnegie Hall in New York aufgeführt. Das war auch die Zeit, als er das Stück Music for Strings komponierte, nämlich 1956, das Werk, das wir jetzt neu aufgenommen haben. Den Link findet ihr in der Beschreibung zu diesem Video. Das Stück ist eher von seiner klassischen, konservativen Phase geprägt, eine Prägung, die vielleicht noch aus seiner Heimatstadt München kam, aber man hört doch auch die Einflüsse dieses orientalischen Stils. 1972, Paul Ben-Chaim war jetzt 75 Jahre alt, wurde er von dem damaligen Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel nach München eingeladen. Es war die erste Rückkehr in seine Heimatstadt. Grund dieser Einladung war zum einen sein 75. Geburtstag, aber zum anderen, dass sich Hans-Jochen Vogel sehr darum bemühte, dass München Kontakt wieder aufnimmt zu den ehemaligen Bürgern, die eben vor den Nationalsozialisten geflohen waren und emigriert waren. Dieser Aufenthalt war geprägt von zahlreichen Festveranstaltungen, Festkonzerten. Es gab also große Ehrung für Paul Ben-Chaim und umso tragischer endete dieser Aufenthalt. Kurz vor seiner Rückkehr nach Israel hatte er einen Autounfall. Er wurde von einem Auto als Fußgänger angefahren am Alten Botanischen Garten in der Innenstadt in München und musste in der Folge dieses Unfalls 2 Monate in der Klinik in München verbringen, kehrte dann nach Tel Aviv zurück und musste dort noch weitere Reha-Maßnahmen über sich ergehen lassen und dennoch verbrachte er die folgenden 12 Jahre seines Lebens bis zu seinem Tod 1984 im Rollstuhl und zog sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück und komponierte auch kaum mehr neue Werke. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr interessiert euch für weitere jüdische Themen, die ihr auf unserem Channel findet. Liked unseren Channel und ich hoffe, ihr schaut euch auch weitere Videos auf unserem Channel an.